Hi Leute, heute möchte ich euch mal die Mischerschaltung erklären und wieso aus der Mischerschaltung nur die beiden Seitenbänder rauskommt oder nur Summe und Differenzfrequenz rauskommt von den beiden Eingangssignalen, aber nicht das Eingangssignal selbst. Ich habe dazu die Schaltung mal aufgezeichnet, mal mit niedrigeren Widerständen. So funktioniert sie, habe ich gemerkt, besser. Ich habe hier von minus 470 Ohm und hier oben 1 Kiloohm, 1 Kiloohm und hier 1 Megaohm, 1 Megaohm, 1 Megaohm, 1 Megaohm. Soweit, so gut. Jetzt, wenn ich die Farben mal komplett weglasse, wie fließt der Strom, wenn die Schaltung einfach nur hier an 5 Volt und Minus angelegt wird? Dann fließt, sagen wir mal, 1 Milliampere durch den Widerstand. Der teilt sich auf bei den beiden Transistoren. Ein halbes Milliampere fließt da und ein halbes Milliampere fließt da. Das halbe Milliampere teilt sich auf. Dann fließt ein Viertel Milliampere, also 0,25 Milliampere durch den, dann durch die 0,25 Milliampere, durch den und durch den auch. Dann wird auf Ausgang 1 0,25 plus 0,25, also ein halbes Milliampere geht auf den Ausgang 1 und 0,25 und hier 0,25, ein halbes Milliampere geht auf den Ausgang 2. Ausgang 1 und 2 sind mit 1 Kiloohm auf Plus jeweils. Das heißt, Ausgang 1 und Ausgang 2 sind auf gleicher Spannung. Die sind beide auf derselben Spannung, sodass ein halbes Milliampere durch 1 Kiloohm fließt. Soweit, so gut. Jetzt, wenn ich hier den Eingang, den E1, fangen wir mit E1 mal an. Mal angenommen, ich tue den E1 auf Masse ziehen, auf Minus. Also ich mache E1 auf Minus. Dann fließt durch den ersten Transistor nichts mehr. Da fließt 0. Das ist das Rote jetzt. Alles, was rot ist, erster Transistor ist aus. Und dritter Transistor ist auch aus. Die beiden Transistoren sind aus. Wie fließt dann der Strom? Nun, hier durch den Widerstand sollte 1 Milliampere fließen. Das sollte eigentlich eine Konstantstromquelle sein, aber es geht auch mit Widerstand. Dann ist es zwar nicht so genau, aber so ungefähr klappt schon. Dann teilt sich der Strom hier auch wieder auf. Ein halbes Milliampere hier und ein halbes hier. Das halbe Milliampere hier, das kann jetzt nicht mehr durch den Transistor fließen. Da wo vorher ein Viertel Milliampere geflossen ist, also vorher 0,25, da kann die 0,5 nicht mehr durch den Transistor fließen. Also fließen die 0,5 durch den Transistor auf den zweiten Ausgang. Also durch den fließen sie auf den zweiten Ausgang, durch den können sie nicht durch, aber durch den fließt dann doppelt so viel als durch den. Weil vorher hat das halbe Milliampere durch den Transistor auf die eine Leitung und durch den auf die zweite Leitung fließen können. Jetzt sind die beiden Transistoren ausgeschalten. Jetzt fließt das eine Milliampere, also dann ein halbes Milliampere, dann ein halbes Milliampere auf beiden Seiten. Jetzt fließt dann ein halbes Milliampere auf Leitung 2 und durch den fließt auch nichts und durch den hier fließt ein halbes Milliampere auf Leitung 1. Egal, ob es jetzt genau ein halbes Milliampere ist oder etwas weniger, auf den beiden Leitungen, also zu den beiden Leitungen, zu den Ausgangsleitungen, die beide mit 1 Kiloohm auf Plus sind, fließt der gleiche Strom auf beide Leitungen. Und somit verändert sich der Spannungspegel überhaupt nicht, wenn der Eingang auf Minus geschlossen wird. Also wenn der Eingang auf Plus geschlossen werden würde, würde sich der Spannungspegel auf den beiden Leitungen auch nicht verändern. Jetzt lassen wir den Eingang mal wieder auf. Und jetzt legen wir an den anderen Eingang hier. Den ziehen wir auf Minus. Das heißt, der Strom hier, der 1 Milliampere, der sich hier ein halbes Milliampere und ein halbes Milliampere aufteilt, kann sich nicht mehr aufteilen, weil der nicht mehr leitet. Da fließt 0. Das heißt, das 1 Milliampere fließt durch den Transistor. Jetzt fließt durch den Transistor das 1 Milliampere und da gehen wir mal davon aus, da ist offen. Also es wird nur hier nach Masse gezogen. 1 Milliampere fließt durch. Das 1 Milliampere teilt sich jetzt ein halbes Milliampere hier und ein halbes Milliampere hier auf. Und da kann nichts mehr fließen, weil der Transistor ist aus, also das ist weg, da kann nichts mehr fließen. Also haben wir auch wieder ein halbes Milliampere auf Leitung 1, Ausgangsleitung 1 und ein halbes Milliampere auf Ausgangsleitung 2, das heißt, da kommt auch kein Signal raus. Also egal, ob wir den Anschluss hier auf Masse ziehen oder den auf Masse ziehen, haben wir in beiden Fällen immer, dass die beiden Leitungen auf gleichen Spannungspegel bleiben und von den beiden Leitungen nichts rauskommt. Wenn wir aber gleichzeitig, also E1 und E3 auf Minus ziehen, mal angenommen, der ist auf Minus gezogen und der ist auf Minus gezogen, dann fließt der Strom so wie hier gelb Das 1 Milliampere
fließt durch den Widerstand. Dann hier kann es nicht fließen, weil ja der ausgeschalten ist, fließt über den Transistor. Dann hier kann es nicht fließen, weil der auch ausgeschalten ist, dann fließt nur über den Transistor auf die erste Leitung drauf, auf die erste Ausgangsleitung drauf. Das heißt, wenn hier beide auf Minus gezogen werden, dann kann der Strom nur den wegnehmen. Der geht nur auf die eine Leitung, auf die zweite Leitung aber nicht. Der ist ausgeschalten, der ist auch aus und der ist auch aus. Das bedeutet, auf der zweiten Leitung hier haben wir dann die vollen 5 Volt, die volle Betriebsspannung drauf. Und auf der ersten Leitung fließt 1 mA ab. Das heißt, wir haben auf den beiden Leitungen eine Spannungsdifferenz. Wir können hier ein Signal abnehmen auf Ausgang 2. Wir können aber auch hier auf Ausgang 1 ein Signal abnehmen. Wir haben einen veränderten Spannungspegel. Jetzt wenn wir hier ein Sinussignal einspeisen, dann würde der Stromweg, dann wird der Stromweg auch so sein. Wenn wir nur hier ein Sinussignal einspeisen und hier nichts ansteuern, dann kommt nichts raus, also überhaupt nichts. Also egal, ob wir auf den Eingang oder auf den Eingang was einspeisen, haben wir überhaupt kein Ausgangssignal. Nur wenn auf den und auf den, auf beiden gleichzeitig die Spannung eingespeist wird, nur dann gibt es ein Ausgangssignal, und zwar auf beiden Leitungen. So, wenn man einfach nur Frequenzen zusammenmischen will, braucht man den zweiten Eingang. Oder hier, wir haben I1, wir haben I2 hier, den zweiten Eingang nicht anschließen. Nur wenn wir ein Seitenband unterdrücken wollen, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Okay, ich hoffe, ich konnte jetzt ein bisschen erklären, wie die Schaltung so funktioniert. Also so im Ruhezustand, wenn nichts am Eingang anliegt, also da nichts und da nichts, wenn nichts an den beiden Eingängen einliegt, sind die beiden Leitungen etwa auf halber Spannung oder etwas weniger als der halben Betriebsspannung, weil sich die Ströme durch alle 4 Transistoren genau ausgleichen. Wenn wir einen Eingang auf Minus ziehen, dann gleicht sich das halt auch wieder aus. Ich meine, da ist der Transistor aus und der Transistor aus, aber die anderen beiden Transistoren sind ja noch an. Dann müssen die halt doppelt so viel Strom zu den 2 Leitungen liefern. Das heißt, es würde auch keinen Unterschied machen. Auch wenn wir E2 auf Masse ziehen oder wenn wir E1 auf Plus machen, dann sind die anderen 2 Transistoren halt an. Es würde auch keinen Unterschied machen. Ach ja, was Besonderes noch, und zwar, wenn ich hier Plus gebe, dann ist hier automatisch auch, wie wenn ich hier Minus einspeisen würde. Und wenn ich hier Minus geben würde, ist es wie wenn ich hier Plus einspeisen würde. Das polt das Ganze quasi um. Also, wenn mal angenommen, das ist auf Masse und ich ziehe das auf Minus, dann habe ich auf der zweiten Leitung hier Plus und hier oben Minus. Also quasi dann ist es wieder das Gelbe. Hier wäre negativer und auf der Leitung in der Mitte, also auf den zweiten Ausgang, wäre plus 5 Volt da. Jetzt, wenn ich die Spannung hier von negativ ins Positive mache oder vom Oszillator die Spannung geht von negativem ins Positive, dann würde sich die Polarität umdrehen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich hier so einen Nulldurchgang habe, wenn ich hier ein Audiosignal einspeisen tue und hier noch Frequenzsignal und ich habe einen Nulldurchgang vom Audio, dann wird die Phase umgedreht vom Hochfrequenzsignal, das er durchkommt. Und das ist ganz gut, das kann man sich so vorstellen wie einen Wechselrichter mit Vollbrücke, wo dann je nachdem, ob das Signal hier positiver oder negativer ist, quasi umgepolt wird. Also das Eingangs-HF-Signal wird auf dem Ausgang quasi dann im Nulldurchgang umgepolt und macht dann quasi einen Phasensprung. Und weil das Signal ja kein Rechteck ist, was wir am Eingang haben, ist der Phasensprung langsam. Das heißt, wir haben dann die Summe und die Differenzfrequenz zwischen Eingangs- und Ausgangsfrequenz. Die haben wir auf den beiden Ausgängen anliegen. Und es ist halt wieder Differenzausgang, also gegensätzlich gepolt auf den beiden Leitungen. Man kann jetzt abnehmen von einer Leitung auf Masse oder von der zweiten Leitung auf Masse. Man kann aber auch abnehmen, indem man zwischen Ausgang 1 und Ausgang 2 jetzt eine Induktivität macht oder einen Widerstand macht und die Differenz der beiden Leitungen abnimmt. Bei der Differenz der beiden Leitungen hätte man den doppelten Spannungspegel als bei einer Leitung zu Masse. Das hat einen Vorteil, dass man dann gleich doppelt so viel, Leistung am Ausgang hätte, wenn man beide Ausgänge nutzt. Es geht aber auch nur mit einem Pin abzunehmen. So, soweit okay zu der Schaltung. Was ich noch gemacht habe ist, und zwar man könnte bei den 1 Mega Ohm Widerstand bei dem Eingang oder bei dem Eingang vielleicht noch einen Widerstand so ein Body wegmachen, um
den Arbeitspunkt von den beiden Transistoren genau einzustellen und hier von einem von den beiden einen Mega-Ohm-Widerstand, auch ein Porti, dann noch ein Porti zwischen Plus und Minus hinmachen, um die Arbeitspunkte von denen gleich einzustellen. Also von den oder von den. Wobei die Transistoren, die sollten alle schon ungefähr gleich sein, sonst klappt das nicht hundertprozentig. Weil wenn hier zum Beispiel, wenn der ein bisschen mehr leitet als der zum Beispiel, dann würde die Frequenz, die hier anliegt, also wenn hier Gleichspannung anliegt, dann würde die Frequenz, die hier anliegt, automatisch gleich auf dem Ausgang rauskommen. Und wenn hier allerdings das Ganze in der Balance ist, dann kommt wirklich nur die Summe und die Differenz der beiden Eingangsfrequenzen am Ausgang hier raus. Und damit wird das bei den Amplitudenmodulationen, bei einem AM-Modulator hat man ja ein starkes Trägersignal in der Mitte. Das wird durch die Schaltung komplett eliminiert. Also das wird gar nicht erst erzeugt. Okay, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen.